auf Philipp. Wir standen in Zeiten des Glücks an eurer Seite und werden es auch in der Stunde des Abschieds sein. Wovon redest du? Nico, er wird nicht wieder aufwachen. Raus. Haut ab! Ich will das nicht mehr sehen. Wovon redest du denn überhaupt? Ich möchte, dass Sie endlich zugeben, was Sie meiner Mutter angetan haben. Und mir. Aber ich kenne dich doch gar nicht. Das solltest du aber. Ich bin deine Tochter. Tut mir leid, ich wollte nicht weinen. Ich heute. Aber du machst es mir auch nicht gerade leicht. Kannst du mir nicht helfen? Und mir ein Zeichen geben, dass du da noch irgendwo bist? Bitte drück einfach meine Hand, nur ein ganz kleines bisschen. Hast du was dagegen, wenn ich noch ein bisschen bleibe? Nein. Danke, dass du zurückgekommen bist. Ich habe vorhin einfach überreagiert. Das tut mir leid. Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann sind wir das. Du lädst uns auf Philipps Geburtstag ein und wir übernehmen uns für die allerletzten. Dein Rausruf war völlig berechtigt, Nico. Manchmal verlässt mich eben die Kraft. Nico, du hast schon so wahnsinnig viel Kraft bewiesen in deinem Kampf um Philipps Leben, dass ich bewundere das. Hey. Dein bester Freund ist da. Tristan. Ich bin nicht dein Vater. Stimmt eigentlich. Sie sind eher sowas wie der biologische Urheber. Total unwichtig. Aber wie kommst du denn überhaupt darauf? Hey, hör zu. Wie scheiße ist das denn? Sie sind Priester, ein Mann Gottes und haben nicht den Arsch in der Hose. Ach, vergessen Sie es. Fahren Sie zur Hölle. Was war das denn? Sie glaubt, ich wäre ihr Vater. Dripping Animals, ja, wenn die bei euch spielen, hingehen. Die sind live, Wahnsinn und so sexy. Okay. Hast du dir denn jetzt mal Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll? Tess, warte mal bitte, meine Mutter will was von mir. Ja, ich muss mir etwas einfallen lassen. Es war dein Wunsch, die Schule vorzeitig abzubrechen. Und wir haben das akzeptiert. Es sah zu Anfang ja auch ganz gut aus, dank dieser Assistenz bei Lahnstein Enterprises, aber... Ja, bis ich es verkackt habe. Nein, darum geht's nicht. Ich meine, du bist einfach total frech gewesen und deswegen haben sie dich rausgeworfen. Aber du brauchst jetzt eine neue Perspektive. Kommt jetzt die, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, Nummer? Nein, jetzt kommt die, war das schon alles, was du drauf hast, Challenge. Okay. Und, nimmst du die Herausforderung an? Mal sehen.
Bussi, Bussi. Erstens, ich will die Unterlagen in einer halben Stunde auf meinem Schreibtisch. Zweitens, nicht chronologisch, sondern nach Wichtigkeit. Und drittens, hören Sie auf zu stottern, Jessica. So, das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Hört sich ja ganz so an, als wärst du wieder in Form. Bin ich auch. Wie war's? Musstet ihr Philipp ein Geburtstagsständchen singen? Ich begreife einfach nicht, wie Nico das aushält. Muss auch die Hölle sein. Sie glaubt aber nicht, dass aus Philipp wieder ein Märchenprinz wird, oder? Sie hält unbeirrt daran fest, dass er eines Tages wieder aufwachen wird. Vielleicht sollte ihr dann mal jemand erklären, dass viel toter als Hirntod nicht geht. Nico muss so oder so irgendwann begreifen, dass das so ist. Ja, hoffentlich bevor Philipp Schimmel ansetzt. Ja, was? Sprecht nur aus, was alle denken. Und mit gutem Grund für sich behalten. Das ist eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Und Nico hat alle Zeit der Welt. Du übrigens auch. Niemand drängt dich zurück in den Job. Doch, der Sprössling. Ich habe noch viel zu erledigen, bevor das Baby kommt. Du willst die Kampagne für Linie Clarisse also wirklich noch starten, ja? Ja, und ich habe wirklich gute Ideen dafür. Allerdings komme ich an der Lahnsteinbank nicht vorbei. Aber die Kreditlinie für Linie Clarisse ist doch schon weit überschritten. Ja, aber Ansgar wird sich trotzdem auf den Deal einlassen. Daumenschrauben? Schade eigentlich, dass ich meine Pistole nicht mehr habe. Sie verwechselt mich. Also als Mann kannst du sowieso nie hundertprozentig sicher sein, dass du Vater wirst. Hey, nur weil mein Chef der Papst ist, heißt das nicht, dass ich die Tatsachen der Biologie leugne. Wie alt mag denn die Kleine sein? Zwischen 15 und 18, schätze ich. Ja, ich habe damals noch nicht im Zölibat gelebt, aber also das müsste ich schon wissen. Hey, ich war nicht der Typ, der eine Affäre nach der anderen hatte. Es gab vielleicht 2, 3 ernstzunehmende Beziehungen. Papa, meinst du etwa nach der ganzen Geschichte mit meiner Mutter hätte ich ein eigenes Kind im Stich gelassen? Nee. Also wenn du schon von dir aus Clarissa erwähnst, es könnte doch sein, dass die Mutter dieses Mädchens dir verheimlicht hat, dass du Vater wirst. Nein, das kann nicht sein. Ich habe mich mit keiner meiner Freundinnen im Bösen getrennt. Im Gegenteil, wir haben alle noch Kontakt zusammen. Also außer Kerstin, die habe ich aus den Augen verloren, nachdem wir uns in Paris getrennt haben. Also es könnte doch aber sein, dass du... Nein, kann es nicht. Sie hätte es mir gesagt. Also empfindest du eine Art Sympathie, eine Art Nähe zu diesem Mädchen ohne jeden Grund? Ich weiß es nicht. Also wenn es dich so sehr beschäftigt, dann wirst du wohl nicht umhin kommen, noch mal mit ihr zu reden. Wenn sie noch mal mit mir reden will. Ihr habt euch mal wieder richtig daneben benommen, habe ich gehört. Genau wie ich es erwartet habe. Vielleicht ist Nikos Situation für Außenstehende wirklich nicht nachvollziehbar. Ich wollte ihr klar machen, dass wir für sie da sind. Ja, aber nur für den Fall, dass ihr ihrem Ehemann den Hahn abdreht. Nein. Nico sitzt am Bett eines lebendigen Toten, das weiß jeder. Ja, was, Ansgar? Hirntod ist tot. Diese Entscheidung wirst du wohl meiner Schwester überlassen müssen. Sie glaubt eben ganz fest an ein Wunder. Sie hat einfach Angst vor den Schuldgefühlen, die sich unweigerlich einstellen werden, sobald sie sich gegen die Maschinen entscheidet. In dieser Situation ist es einfach unmöglich, eine richtige Entscheidung zu treffen. Ja, und genau aus dem Grund kann Nico, glaube ich, auch ziemlich gut auf jede Einmischung verzichten. Insbesondere, wenn sie so gut gemeint ist wie eure. Nico verrennt sich in eine fixe Idee. Und wenn euch irgendetwas an ihr liegt, dann sagt ihr das auch. Ja, den heutigen Tag habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Manchmal kann ich nur hoffen, dass Philipp doch nicht alles mitbekommt, was um ihn herum passiert. Aber eins weiß ich sicher. Er freut sich, dass du da bist. Nico,
ich dich was fragen? Klar. Ich fange nicht wieder an zu heulen. Du kannst mich ruhig fragen. Ich habe kein Problem damit, mich mit den Tatsachen auseinanderzusetzen. Ich will nur nicht hören, dass ich ihn umbringen soll. Wie kannst du sicher sein, dass du recht hast? Ihn jeden Tag so zu sehen, ohne das geringste Lebenszeichen. Woher weißt du, dass du dich nicht selbst betrügst und dass du den Sinn für die Realität längst verloren hast? Von ihm. Das waren seine letzten Worte. Und ich werde sie ihm erfüllen. Hier. Hör's dir an. Vielleicht verstehst du dann. Ich werde mal sehen, ob ich Philipps Vater finde. Nicola, wo bist du? Hilf mir. Tut mir leid, dass ich dir das nicht ersparen konnte. Mir tut es leid, dich mit deiner Familie allein gelassen zu haben. Dabei hast du das Beste verpasst. Ich habe sie alle rausgeschmissen. Tristan ist der Einzige, der zurückgekommen ist. Es ist nicht leicht, der Machtlosigkeit ins Auge zu sehen. Die Luft tut gut. Seltsam. Man fängt an, sich über Dinge zu wundern, die eigentlich selbstverständlich sind. Glaubst du, da kommt noch etwas? Nach dem Tod? Irgendetwas? Ich glaube an das Leben. Ich auch. Na, ist was Gescheites dabei? Doch, klar. Wenn man ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat und nicht älter ist als 18, dann steht einem der komplette Jobmarkt offen. Oh. Die haben so dermaßen unrealistische Vorstellungen. Was haben Sie sich denn gedacht? Schwer zu sagen. Haben Sie schon mal gekellnert? Ich könnte noch jemanden mit Engagement gebrauchen. Danke, aber mir schwebt da eher was im Managementbereich vor. Oh, na gut, dass Sie keine unrealistischen Vorstellungen haben. Ja, ich suche einen Job mit Zukunftsperspektive. Wenn Sie Karriere zu machen ohne Abi, das kann ich mir abschminken. Ach was. Der olle Abraham Lincoln hat die Schule auch nicht länger als ein Jahr lang besucht. Wer? Um Gottes Willen. Sido, Nena, wer auch immer gerade angesagt ist bei euch. Alles Schulabbrecher. Also, beruflicher Erfolg ist definitiv keine Frage der Schulbildung. Das wollte ich auch nicht sagen, aber unsere Ellbogengesellschaft hat ihre eigenen Gesetze. Kim, alles okay mit Ihnen? Haben Sie sich wehgetan?
Das ist nicht das Ende. Nicola, was ist denn los? Jetzt warte doch mal. Ich werde mich einfach nicht damit abfinden, dass alle Leute denken, dass Philipp nicht mehr zurückkommt. Außer wir natürlich. Und Tristan, wir brauchen einfach mehr medizinische Fakten. Was fühlt Philipp wirklich? Und wie viele für Hirntod erklärte Menschen kommen zurück? Alle sagen, dass ich an ein Wunder glaube, aber vielleicht passiert das viel öfter, als wir ahnen. Ich fürchte, da gibt es keine verlässlichen Statistiken. Aber es muss doch Zahlen geben. Messungen über Restaktivitäten im Hirn oder Dokumentationen über Patienten, die zurückgekehrt sind. Es ist vielleicht ein Fehler, an Wunder zu glauben, aber es ist auch dein Fehler, Philipp aufzugeben. Hallo. Was wollen Sie denn hier? Verfolgen Sie mich? Nein, nein. Ich habe dich gesucht. Aha. Und warum? Angst, dass ich Sie bei Ihrem Oberpuppen anpfeife? Vielleicht verrätst du mir mal deinen Namen. Leonie. Leon. Du spielst gut. Und Sie lügen schlecht. Kannst du mir vielleicht verraten, warum du glaubst, dass ich dein Vater bin? Das wollen Sie doch gar nicht wissen. Nachher müssen Sie zugeben, dass da was dran ist. Naja, also ich gehe mal davon aus, dass es einen Menschen auf der Welt gibt, der die Wahrheit mit Sicherheit kennt. Das ist deine Mutter. Also, was hältst du davon, wenn wir einfach mit dir sprechen? Vergessen Sie es. Sie haben meiner Mutter schon genug angetan. Leonie. Es ist alles geklärt. Ich lebe jetzt mein Leben weiter. Willst du die Wahrheit denn nicht auch wissen? Das tue ich doch. Mein Vater ist ein Arschloch und zu feige, um zu mir zu stehen. Das ist doch schön. Ja, das hört sich doch gut an. Okay. Ansgar, hast du mal eine Minute? Ungern. Ich mach's kurz. Wenn ich dir ein neues Werbekonzept für Linie Clarisse präsentiere, würdest du dann meinen Kreditantrag bei der Bank befürworten? Sag mal, hieß es nicht, du wärst wieder ganz klar im Kopf? Du kannst ja nicht allen Ernstes meine Unterstützung für diesen übelriechenden Billigduft erwarten. Das Zeug ist eine Geruchsbelästigung. Was soll das, Ansgar? Du weißt ganz genau, dass Linie Clarisse eine hochwertige Kosmetikserie hat, also... Nein. Die Landsteinbank investiert ihr Geld ausnahmslos in Projekte, die nicht von Schimpansen durchdacht wurden. Ansgar. Kein Ansgar. Aber... Auch kein Aber. Kommst du? Na? Karrieretipps vom alten Hasen gefällig? Danke. Aber ich glaube, ich habe noch was gut bei dir. Ich will meinen alten Job als deine Assistentin wieder haben. Das war während des Studiums. In dem Park haben wir immer die freie Zeit zwischen den Seminaren verbracht. Und manchmal auch während der Seminare. Nicht nur manchmal. Naja, letztendlich ist ja trotzdem was aus uns geworden. Auf fast allen Fotos lacht er. Tja, der alte Gigolo hat das Leben echt geliebt.
Philipp damit drauf? Der Job als Assistentin bei dir hätte mir einfach wirklich Spaß gemacht. Weißt du, mich würde erst noch mal interessieren, wie du eigentlich immer wieder darauf kommst, dass ich dir noch was schulde. Du hast mich voll hintergangen. Moment. Ich hab dich hintergangen? Ich meine, hab ich meine eigene Entführung vorgetäuscht und so meine Eltern den Schreck ihres Lebens eingejagt? Es konnte doch keiner an, dass die gleich ins Leichenschauhaus geschleppt werden. Ja, aber du hast mit voller Absicht so getan, als würdest du auf mich stehen. Moment mal, so kannst du was ja nicht. Aber hör zu, ich habe gar keine Lust auf irgendwelche Teenie-Dramen. Dafür bin ich einfach zu alt und du übrigens auch. Egal, ich will wirklich wieder für Luncheon Enterprises arbeiten. Tut mir leid. Selbst wenn ich dir einen Job gebe, du haust sowieso wieder ab, sobald es ein bisschen schwierig wird. Zahlen. Never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. El chico desesperado. Hast du kurz einen Moment für mich? Was gibt's? Und zwar geht es um Leonie. Was ist mit ihr? Naja, offenbar hält sie mich für ihren Vater. Ach, das heißt, Leonie ist auch auf der Insel? Und hat mit Ihnen gesprochen, ja? Naja, was man so sprechen nennt, nicht wahr? Padre, was erwarten Sie denn? Das ist schon ein bisschen krass, wenn man seinen Vater mit 17 Jahren das erste Mal sieht. Er ist ein angeblichen Vater. Für Leonie sind Sie's. Und Sie haben sich einen Dreck um sie gekümmert. Timo, wie denn auch? Ich wusste doch gar nichts von ihr. Hör zu, ich finde sie sympathisch. Sehr sogar. Aber was ist, wenn sie sich irrt? Hat sie dir irgendetwas erzählt? Ihren Nachnamen, wo sie wohnt? Irgendetwas? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie Leonie heißt, ein Mädchen ist, 17 Jahre. Und sie lebt mit ihrer Mutter in Paris. Die Verträge, auf die Sie gewartet haben, sind da. Sie liegen gleich oben auf. Wurde ja auch Zeit. Ich habe übrigens eben Ihre Tochter im Schneiders getroffen. Voll beschäftigt mit der Jobsuche. Ach, das ist ja gut. Dann haben meine Ermahnungen heute Morgen ja doch was genutzt. Hoffentlich findet sie was. Ist ja nicht gerade leicht heutzutage. Ja, ich habe allerdings den Eindruck, dass sie am liebsten ihren alten Job zurück hätte. Wie bei Ihnen? Sagen Sie mal, wenn man Sie so hört, könnte man ja gleich glauben, es wäre eine Strafe Gottes für mich zu arbeiten. Ich muss Sie wohl nicht wirklich daran erinnern, dass meine Tochter ihretwegen von zu Hause weggelaufen ist. Mein Gott, das war die dumme Schwärmerei eines Teenagers. Darüber ist sie doch längst hinweg. Ja, und wenn nicht? Ich will nicht noch mal in ein Leichenschauhaus. Hören Sie, Kim ist ehrgeizig und hat Biss und will diesen Job. Wenn Sie natürlich meinen, dass Sie in Watte packen müssen, dann... Sie findet was anderes. Also ehrlich gesagt, hier war in Kim keine eine Träne nach. Frau von Lahnstein hat ihr die zweite Praktikumsstelle doch auch nur aus Mitleid gegeben. Natürlich. Die gute Tanja ist ja bekannt für ihr empathisches Wesen. Ansgar spielt seinen Posten als Chef der Bank gnadenlos aus. Das war ja nicht anders zu erwarten. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dich mit einer anderen Bank zusammenzutun? Ja, natürlich. Aber mir läuft die Zeit davon. Eine andere Bank wird alles auf Herz und Nieren prüfen, mich und die anderen Geldgeber eingeschlossen. Das dauert. Ich gebe nicht auf. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber ich krieg das Geld. Hm. Ansgar. Ansgar. Du wolltest mich sprechen. Nico, das heute Morgen. Lies das bitte. Es ist natürlich ganz deine Entscheidung, wie du weiter verfährst. Ja, ich denke, es gibt genug Gründe, nicht abzuschalten. Und das sind keine emotionalen Spinnereien, die du mir indirekt unterstellen wolltest. Wie gesagt, es ist ganz deine Entscheidung, aber Aber was?
Sag mal, wie ist das eigentlich mit deinen 4 Pferdestärken unter der Haube? Ich meine, bist du da zu Fuß nicht schneller? Schneller als du auf jeden Fall. Aber ich habe mir überlegt, heute nur mit halber Kraft zu fahren, damit die Sache für dich nicht ganz so demütigend ausgeht. Setz besser deine Brille auf, sonst kommt noch was ins Auge. Der Kies spritzt immer so ungut, wenn ich gestartet bin. Ja, du Schneidnase. Und wer zuletzt lacht. Aber ich sehe doch, wie du dich aufreibst. Du wirst über kurz oder lang daran zerbrechen. Woran? Dass ich um Philipp kämpfen will? Du hast diesen Kampf bereits verloren. Philipp ist bereits... Tot? Ja? Willst du mir das sagen? Hier, in einer 2008 veröffentlichten Untersuchung wurde bei 11% von 188 für hirntot erklärte Patienten eine Hirndurchblutung festgestellt. Hört sich das für dich nach Toten an? Oder das hier. Beim Einschnitt in den Körper eines Hirntoten kann es zu Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg kommen. Fachleute ziehen daraus die Konsequenz, dass bei einer Organentnahme auf die Gabe von Schmerzmedikamenten bestanden werden soll, weil man nicht ausschließen kann, dass sie Empfindungen haben. Das sind nur ein paar wissenschaftliche Fakten. Aber ich denke genug, dass es Philipp verdient hat, dass ich um ihn kämpfe. Das bezweifelt niemand. Aber wenn Philipp noch einmal aufwacht, dann ist das ein Wunder. Ein wirkliches Wunder. Ja, und daran glaube ich. Und Trutz und Tristan übrigens auch. Pünktlich warst du schon immer. Wenigstens eine Tugend. Wolltest du dich nur mit mir treffen, um mir neue Beleidigungen an den Kopf zu werfen? Tanja, du denkst aber noch, die ganze Welt dreht sich nur um dich. Ja, meine Welt tut das auch. Also, lieber Ansgar, worum geht's? Ich muss doch sehr bitten. So spricht man nicht mit einem potenziellen Investor. Heißt das, ich bekomme das Geld für Lini Clarisse? Sag mir mal so, unter bestimmten Umständen könnte ich, trotz meiner Abneigung gegenüber dem Produkt, deinen Antrag bei uns in der Bank befürworten. Du benutzt das Zeug ja tatsächlich selbst. Naja, vielleicht ist es ja etwas für die reifere Frau. Was verlangst du als Gegenleistung? Oh, ich muss doch sehr bitten. Dass du brav die Hand hebst beim nächsten Mal, wenn ich im Gremium einen Antrag stelle. Okay, ich denke, das lässt sich machen. Sind wir im Geschäft? Dann wäre da noch eine klitzekleine Gefälligkeit. Ja, guten Tag. Ich hätte gern eine Nummer in Paris. Kerstin Richter. Alles klar, danke. Ja. Kerstin Richter? Ja, hallo, Kerstin, hier ist Jan Brandner. Was wird das denn jetzt? Vous êtes bien chez Kerstin Richter, mais je ne suis pas là pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Je vous rappellerai de mon retour. Merci. Ja, hallo, Kerstin, hier ist Jan nochmal. Wir wurden, glaube ich, gerade unterbrochen. Ich lebe zurzeit auf Mallorca und Leonie ist hier. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie deine Tochter ist. Sie sagt, dass ich... Ach, weißt du was? Ruf mich bitte zurück, ja? Danke. Willst du nicht langsam mal rangehen? Hey Mom, du ist gerade ganz schlecht. Ich bin im Ozeanografischen Museum. Vollkommen irre hier. Leonie, was soll das? Du bist nicht in Monaco, sondern auf Mallorca. So ein Quatsch. Ich bin doch nicht auf Mallorca. Hol mir bitte mal deine Klassenlehrerin ans Handy. Mom? Du, die Verbindung ist gerade sauschlecht. Hallo? Jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Ich rufe heute Abend noch mal an. Kuss. Du kannst auch gern hier auf Timo warten, wenn du willst. Er hat mir gesagt, dass du deinen Vater gesucht und wohl auch gefunden hast. Das ist sicher nicht leicht für dich. Ja.
Aber ich muss jetzt auch los. Tschüss. Tschüss. Gräfin Ladenstein? Justus? Ein Paket für Sie, Comtesse. Ist das wirklich für mich? Ich habe gar nichts bestellt. Oh nein, pardon, für Herrn zu Hohenfelden. Luftfracht aus den USA. Es hing am Zoll fest. Er hat es wohl noch persönlich bestellt. Danke, Justus. You left it, I sent it. Da hat mein Herr Sohn Sie ja ganz schön abgehängt. Ja. Er konnte aber auch fahren wie der Teufel. Ach, geh mal diese Glückstreffer. Was ist denn das für eine Taktik? Die ab mit den Brennnesseln, damit du Zeit gewinnst? Hör auf, ein bisschen schneller. This plan of mine is so very lame. Can't you see the grass is greener where it rains? You left, I died, I went, you cried. You came, I think, but I never really know. I've served my time, I watched you climb. Gott, da stehen da 3 Pfosten jetzt. Und der eine bewegt sich. Jetzt will ich was sehen, komm. Ich hab mal ein bisschen gnädiger geschossen. Rot, das war eindeutig rot. Yeah! Okay. Der Beine hängt einfach aus. Scream back at you. Es gibt keine Wunder. Das, was wir gerade gesehen haben, so wird es nie wieder werden. Das ist ein für alle Mal vorbei. Warum ruft Kerstin nicht zurück? Mensch, ich kapiere das nicht. Also wenn du dein Handy weiter so malträtierst, wird dich bald niemand mehr anrufen können. Selbst wenn er es wollte. Also meinst du, sie hat mich weggedrückt? Warum sollte sie das bitte tun? Ich meine, ich habe ihr nichts getan. Oh, sie sieht das augenscheinlich anders. Und Leonie auch. Schön, wie du mich aufbaust. Ich weiß noch nicht mal, wo sie ist. Leonie ist 17 Jahre ohne dich ausgekommen. Ja. Wünschst du dir eigentlich, dass es deine Tochter ist? Sie hat tatsächlich etwas, was mich direkt berührt. Bis dann. Ciao. Papa, machst du mal kurz auf, bitte? Komm her, du blödes Ding. Oh, guten Tag. Guten Tag.
Kim, du hast Besuch. Frau von Lahnstein, was machen Sie denn hier? Entschuldigung, Höflichkeit ist wohl nicht gerade eine Stärke, oder? Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ein Kaffee? Nein, danke, ich wollte gleich wieder los. Ja, dann. Kim, wie sehen Sie aus? So kann ich Sie nicht ins Büro lassen. Was ist nicht? Heißt es, ich habe meinen Job wieder? Ja, ich gebe Ihnen noch mal eine Chance. Aber woher haben Sie gewusst, dass ich... Hat meine Mutter Sie überredet, dass sie mich wieder... Nein, Sie haben einen anderen Gönner. Ansgar? Herzlich willkommen. Darf ich? Danke. Na, wie es aussieht, haben Sie Ihren Traumjob gefunden? Woher wissen Sie das? Naja, heute Morgen waren Sie nur mit Jobsuche beschäftigt und jetzt strahlen Sie wie ein Honigkuchenpferd. Da liegt das nahe. Oder aber Sie sind verliebt. Nein, Sie liegen schon goldrichtig. Vor Ihnen sitzt die neue zweite Assistentin von Tanja von Lahnstein. Oh, das ging aber fix. Gratuliere. Schon gut. Setz dich. Nutz deine Chance diesmal. Niemand bekommt eine dritte. Worauf du wetten kannst. Mann, das ist so cool, wirklich. Ich werde dich nicht enttäuschen, das verspreche ich dir. Mich musst du nicht überzeugen. Ich weiß, dass du was drauf hast, sonst hätte ich mich nicht für dich eingesetzt. Trotzdem, vielen Dank. Damit sind wir jetzt quitt. Okay. Gut, dass ihr kommt. Ich muss euch etwas zeigen. Ich muss Sie sprechen. Ich habe recherchiert und es gibt wirklich Fälle, die Philipps ähneln. Und die Mediziner sind sich nicht so einig, wie wir gedacht haben. Hier, das ist ein mormonischer Arzt aus Salt Lake City und... Was ist das? Die hat Philipp wohl noch bestellt, als er noch... Bebte? Was wolltest du sagen, Nicola? Es gibt diesen Arzt. Der hat ein neues Verfahren entwickelt, mit dem man Gehirnströme messen kann, wie es bisher überhaupt nicht möglich war. Beruhige dich doch erstmal. Er wird vielleicht wieder Fußball spielen können. Hier, schaut euch doch die Fakten an. Das ist ein Zeichen. Hör auf, Nicola, bitte. Nico, wenn du so willst, dann haben wir heute auch ein Zeichen von Philipp bekommen. Der Philipp, den wir kennen, den wir lieben, den gibt es nicht mehr. Sag ihm, er soll nicht so einen Unsinn reden. Es ist vorbei. Ich bitte dich in Philipps Namen. Hör auf! Schalte diese Geräte ab! Was machst du denn hier? Hatten wir nicht ausgemacht? Keine Sorge, ich arbeite nicht für Herrn von Lahnstein. Ich arbeite wieder für Tanja von Lahnstein. Oh, du bist ja immer noch derselbe kleine Trampel. Lernst du hier denn gar nichts? Und kannst du mir auch verraten, wie du das hinbekommen hast? Naja, bei der Konkurrenz ist es nicht besonders schwer, guten Eindruck zu hinterlassen. Glückwunsch. Aber jetzt komm mal wieder auf den Teppich, ne? Und übertreib's nicht wieder. Jetzt lass es mich halt ein paar Minuten genießen. Ich habe gehört, du hast dich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Wie war das
läuft's nochmal mit der Retour-Kampagne für Linie Clarisse? Immer noch besser, als V12 aufzuführen und schmollend von Mami und Papi wegzulaufen. Willkommen zurück. Danke. Ich wollte dich nicht erschrecken, sorry. Geht schon. Das penne ich hier auch ein. Ich habe eigentlich gedacht, dass du schon längst zu Hause bist. Paris oder so. Aber der Pater hat mir gesagt, dass du noch hier bist. Hat's nicht so richtig gebracht, euer Gespräch, oder? Doch, das hat's voll gebracht. Ich dachte mir, der Typ ist ein Arsch. Jetzt habe ich die Gewissheit. Er ist wirklich ein Riesenarsch. Leuchtet ein. Da fliegt man schon gerne mal ein paar tausend Kilometer. Schwänzt die Schule, handelt sich einen Riesenbrocken Ärger ein und... Was soll das denn? Willst du mich jetzt dumm anmachen? Nö. Ich frage mich nur, wann du endlich aufhörst, dir diesen Scheiß einzureden. Glaub es oder nicht. Aber ich bin mit diesem Typen fertig. Leonie, warum denkst du denn, dass ich dein Vater bin? Leo, was ist denn, wenn der Padre wirklich nicht gewusst hat, dass du seine Tochter bist? Also ganz ehrlich, ich hab's ihm abgenommen. Toll. Das würde bedeuten, dass meine Mutter mich 17 Jahre lang belogen hat. Das wäre ein ganz schön dicker Fisch. Kerstin Richter? Kerstin, endlich. Wo ist Leonie? Ist sie noch bei dir? Ihr Handy ist aus. Nein, sie ist nicht bei mir, aber es geht ihr gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Oh Gott, wieso tut sie das? Was verspricht sie sich davon? Du musst sie in den nächsten Flieger setzen. Kerstin, entschuldige bitte, aber zuerst einmal bist du mir, glaube ich, eine Antwort schuldig. Ist Leonie meine Tochter? Einer von beiden lügt. Und das ist nicht meine Mutter. Morgen bin ich weg. Kerstin, sag es mir bitte. Ja.